Hallihallo, Dungeon Frog hier und ich habe noch ein Buch gefunden, was ich mir gerne kaufen würde. Und zwar die medizinischen Zwecke des Grauskaufs. Indeed. Something about that book does seem to have spoken to you. Well, I hope it contains what you're looking for. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wonach wir da drin suchen, aber ich würde es mir gerne durchlesen. Ein kleines grünes Buch, das aus irgendeinem Grund eine eigenartige Vorahnung erzeugt. Es beschreibt verschiedene Arten, lebende Erkrankungen mit Hilfe von Grau zu heilen. Einige davon scheinen mehr als fragwürdig. Medicinal purposes of the Pearl. The cover of this heavy tome features a number of esoteric symbols. Öffnen wir das Buch. Flipping through the book, you find a number of sections on the general benefits of the Pearl. A large pharmacopoeia makes up nearly half of the book. Okay, hören wir uns an, was eine Pharmakopoe ist. You come across the following explanation. While modern pharmacopoeia are continually updated by so-called experts based on the results of clinical trials, readers will find assembled here the timeless wisdom relied upon by generations of traditional Seolite medicine practitioners, Mesk mystics, and Ilmaran folk doctors. It's all quackery, in other words. Finally, something to calm the angry spirits that have been plaguing you. It seems to contain descriptions of the medicinal properties of various ingredients that may be gathered from the Pearl, as well as instructions for producing a variety of herbal remedies. Steht dort irgendetwas über die Wiederherstellung verlorener Erinnerungen? Oh Gott. Ich fürchte, auf alles wird auf Drogen hinauslaufen. There are a number of Seolite tonics that promise to improve your short-term memory, but nothing that speaks to your condition. Ich möchte einfach nur etwas, um die unendlichen Qualen meiner kümmerlichen Existenz zu lindern. Irgendwas darüber, wie man einen Kater von apokalyptischem Maße heilt. Nimm die zweite Option. There's nothing in here that speaks to hangovers directly. However, while browsing through the various descriptions, you become convinced that you could assemble something from the ingredients listed here. Want to give it a shot? Ja. First, you need to choose a base ingredient. Ingwerwurzel, ein Zweiglein frische Minze, gemeine Wiesenraute. Ich hätte irgendwie Bock auf Minze. Next, you'll need to combine the base ingredient with an appropriate vehicle. Okay, wir haben Whisky, einen Tee oder Aloe Vera Extrakt. Ich bin für den Tee. Lastly, is there anything else you'd like to add? Granatapfelkerne, Löffel Zucker, eine wilde Ginseewürfel. Wurzel. Ich nehme ein paar Granatapfelkerne. The combination of mint and birch bark make this tea relaxing and good for the digestion. It won't do much for your hangover though. Nice. Would you like to try again? Okay. Very well. First, choose a base ingredient. Nehmen wir mal Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Die Next, you Wiesenraute, need to combine the base ingredient with an appropriate. das Aloe Vera Lastly, is Extrakt there und die anything? The Ginseewürfel. combination of mint and birch bark make this tea relaxing What? and good for the Das ist wieder die digestion. gleiche Sache. It won't do much for your hangover though. Would you Okay. like to try again? Wir versuchen noch die Very letzte well. Option. Next, Ingwer, you need to, Whisky lastly, und if Zucker. you've created a delicious tincture of whiskey and ginger. According to the pharmacopoeia, it should increase your energy and focus, though in your experience, it's only done the opposite. If only you could find one of these right now and drink the shit out of it. The book said it's good for you, so it would be okay. Would you like to try again? Nein. You close the book and find yourself staring at the familiar. Nochmal. Very well. Okay, was nehmen wir jetzt? Was würdet ihr nehmen? Wir nehmen nochmal Next, you Minze. need to combine. Whisky Lastly, is there und anything? Zucker. You've created a delicious tincture. Of Okay, jetzt kommt if wieder die gleiche only- would you- Option. Very well. Nein, ich wollte Next, da nicht drauf you drücken. need to combine. Lastly, is you've created a delicious tincture of if only. Would Oh, you like to try shit. again? You close the book. Ja! Ich hab's geschafft, ich bin wieder raus. Das waren nicht besonders gut investierte 5 Goldstücke. Hello again, esteemed. Ah, Leute, ich weiß nicht, ob wir unser Sandwich mal essen sollten. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt vielleicht nochmal Handy im Spiel vor. Aber wir haben gar nicht mehr so viel zu tun. Wir haben nur noch einen Haufen Skillchecks, die wir nicht schaffen und in die ich Punkte investieren könnte. Die passen aber alle nicht in mein Rollenkonzept. Das mag ich nicht ganz so sehr daran.
Wobei ich damit leben könnte, noch einen Punkt in Willenskraft zu setzen. Oh, ich kann es aber auch nicht mehr erhöhen. Wir sind am Maximum unserer Willenskraft. Wir sind auch am Maximum unseres Innenlebens. Da gibt es scheinbar nichts mehr zu erhöhen. Vielleicht nehmen wir doch nochmal eins von diesen Challenges hier. Aber welche genau? Wollen wir über das Wompty Dumpty Center gehen? Oder öde Realität? Der Bulle der Apokalypse, rigorose Selbstkritik. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir versuchen das mal. Irgendwie das Gefühl, dass das interessant sein kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sowas nimmt, irgendwas Gutes am Ende rauskommt. Ich bin mal gespannt. Mit Pech haben wir noch was Schlechteres, aber ich würde es gerne probieren. Wir haben ja eben ein paar Skillpunkte zu verteilen und ich nehme auch mal den langsamen, einsamen Weg nach Hause. Irgendwie haben wir da noch immer keinen Weg gefunden. Deswegen setzen wir auch das nochmal da rein. Die restlichen Slots lasse ich mir allerdings noch offen. Und hier die Artworks. Sieht aus, als würde jemand von seinen Sünden erlöst werden. Ein Krieg dabei stattfinden. Und hier haben wir hier dabei irgendein Ding, was Blut schüttet. Oh, das könnte interessant werden. Ach, scheiße. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir könnten ja eigentlich noch einen Punkt in Mechanik reinnehmen. Aber da sind wir auch schon auf unserem Maximum. Wir können nur 2 Punkte da maximal reintun. Interessant. Kann man auch hier einen Punkt reinsetzen? Nee, ne? Versuchen wir das mal kurz bei Intellekt. Nee, das geht nicht. Das ist also unser Maximum, was wir einbauen können. Dann, wenn das unser Maximum ist, dann versuchen wir doch mal, nochmal eine in Wahrnehmung reinzutun. Und dann haben wir noch immer genug Skillpunkte, um etwas zu tun. Ich gucke nochmal auf die Karte, welche Mission wir über haben. Beherrschung, Willenskraft. Willenskraft ist... Ah, schade, wir können es ja nicht mehr erhöhen. Schade, schade. Die Hantel, das finde ich nicht uninteressant, aber Körperapparat ist nicht so ganz, was wir brauchen. Wir könnten nochmal einen Punkt in Ausdauer reinsetzen. Das sind viele Checks, die wir niemals schaffen werden. Jemand von Hilmdall-Reihe hat Schmerzgrenze beachtlich. Mechanik. Können wir Mechanik nochmal erhöhen? Ich glaube nicht. Müssen wir aber gerne nochmal angucken. Ich sehe hier keinen guten Check mehr. Mechanik. Gucken wir nochmal, ob wir was in Mechanik investieren können. Ne, Mechanik sind wir auch schon auf unserem maximalen Wert. Okay, das scheint uns auch nicht weiterzuführen. Was machen wir? Ich will nicht die Leiche angucken, das wäre eine einfache Option, um noch neue Sachen herauszufinden. Kuno saw you wheeled that can. Sweet Graffiso action pig. Kuno likes that delinquent shit. So eine kriminelle Scheiße gefällt Kuno. Magst du Kunst, Kuno? Ja. Papa ist ein echt übler Typ, Kuno, bis ins das Innerste verdorben. Danke, Kuno, das weiß ich wirklich zu schätzen. Vielleicht können wir mit ihm über Kunst reden. Fuck no! Ah, shit! Er geht einen Schritt zurück. Du notierst es in deinem imaginären Notizbuch. Verstanden, Kuno, direkt. Alles entspannt, Kuno. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt. Shoot that shit at Kuno, Pigonaught! Ah, shit. The fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno doesn't fuck. Okay, das war nicht ganz so erfolgreich, wie ich erhofft habe. I'll die before I squeal, pig. Du da, hinter dem Zaun. You don't want to fuck with me. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat from behind the fence. Ah, okay. I'll die before I squeal, pig. Unterhalten wir uns doch. Murder was the case they gave me. Okay. I'll die before Letzte I Option. squeal, pig. Was benutzt du da für seltsame I Wörter? come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatizing her.
Get the fuck out of here! Ich glaube, das waren alle Optionen. Okay. Nicht die Leiche angucken, nicht die Leiche angucken. Oh, hier können wir was gucken. Das Geräusch schmelzenden Schnees, der vom Dach tropft. Eigenartig. Wow, geil. Unsere neue Beobachtungsaufgabe bringt uns sehr, sehr viel weiter. Ich würde mir noch mal gerne den Mann mit der Jacke angucken. Ich glaube, da könnten wir ruhig einen Punkt noch investieren, um ihn zu durchschauen. Ich denke, er trägt die Rüstung, die beim Toten gefunden würde. Das könnte uns extremst helfen. Always a pleasure to see. Officers. Beherrschung. Puh. Wollen wir einen Punkt in Beherrschung reinsetzen? Von mir aus. Ist noch nicht so mein Lieblingsstat. Aber wir versuchen es. Gucken, ob wir Anziehsachen für Beherrschung haben. Kaum irgendwas? Nix? Doch, hier haben wir Schuhe. Okay, es sieht so aus, als wäre es das. Ich guck mal ganz kurz, ob wir noch was für Minusbeherrschung haben. Ich glaube aber nicht. Ne. Always a pleasure. Officers. Noch immer sehr, sehr niedrig. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Und es ist nicht seine kräftige Muskulatur, er trägt das drunter. It sounds like he's wearing some kind of armor under his clothes. You can't tell it's there just from looking at him. Probably stolen from the corpse in the yard near where he lives. Wie ich sehe, sind Sie ein Liebhaber hochwertiger Gefechtsausrüstung. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. Er knöpft das Hemd auf. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Unter dem Hemd schimmert weiße Keramik. Eine dünne Schicht aus ineinandergreifenden Plättchen bedeckt seinen hageren Oberkörper. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. Gary, what's going on? I took the hangman's cuirass. I didn't mean to. God damn it, Gary. I know. Shame on you. Give the cuirass to the officer at once. Gary didn't mean to interfere with your investigation, officers. He's just thick-headed and poor as dirt. But he's always helped us, given us a place to stay. And he's followed Morel into God knows what jungles. Wissen Sie, wer den Gehängten auf dem Gewissen hat? I always thought it was the Union. But I sure as hell won't go around saying that anymore. You have my word. I don't... This is all he knows. Will ich ihn noch weiter da fertig machen? Vielleicht, nee, ich glaube, das ist alles. Wir sollen uns das geben und gut ist. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Ich hoffe, wir können das ein bisschen clean. But so light to hold, like a bag of cotton. Okay, fragen wir ihn trotzdem nochmal. Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But He's a scaredy cat. Ja, hören wir uns das an. everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left. So I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck.
We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Oh, Seolite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... er schüttelt den Kopf. They were thoroughly conservative men, he realizes suddenly. Okay, sind wir fertig, Gary? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. I won't mess with Mr. Clare either. You have my word. Okay, perfekt. Und irgendwas ist passiert, ich weiß noch nicht was. Ich versuche es zu klicken, aber ich sehe keine Option. Ne, schade. Gucken wir uns mal den Kyras an. Wow, der sieht echt cool aus. +1 Schmerzgrenze, dickere Haut, +1 Willenskraft, geliehenes Selbstvertrauen. Unbesiegbarkeitswahn, -1 Empathie. Dieser Kyras aus technischer Keramik ist bequem und verteilt die kinetische Energie über seine unzähligen weißen Plättchen. Und das Beste, er passt unter deinen Mantel. Außerdem macht er bei Erschütterung tolle Porzellangeräusche. Interessant. Willenskraft können wir leider nicht mehr erhöhen. Das hätte ich nicht, vorher hätte ich das berechnen sollen. Hello. Lena and I were just discussing the design of the new trap. Ah, Mechanik. Haben wir was Mechanik gibt? Ich glaube nicht. Wussten Sie, dass Gary die Rüstung verstehen Hell kann? no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. He's got his quirks, but dishonesty, disloyalty are not one of them. Thanks. Scheiße, wenn wir das jetzt verkacken, können wir es nie wieder machen. Aber ich glaube, wir sind so nah der Lösung des Falls. Wir versuchen's. You have your suspicions, but nothing you can form into a viable explanation. Ich habe einen Erklärungsansatz. Vielleicht haben sie sich die Heuschrecken selbst aufgefressen. Ah, das klingt scheiße. Vielleicht hat sich ein anderer Kryptid die Insekten geschnappt. Klingt besser. Okay, ich habe nachgedacht und ich bin mir einfach nicht sicher, ob die Phasmide nicht die Heuschrecken geholt haben. Ja, dann machen wir die dritte Option. Really, officer? We can take it from here. Yes, sweetie, we've already taken too much of your time. Okay. Auch das bringt uns nicht weiter. Oh, Die hello, Probe mit sweetie. ihr haben So wir... nice to see. You know, to hell with it. Of course, officers. Leute! Is there a particular cryptid you two are Mehr interested in learning about? Kryptikwissen. Reden wir zuerst über die gefährlichsten. Nee, unsichtbare. What an interesting question. And the answer is yes, there are. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. Sie haben recht, es ist kindisch, aber ich muss es wissen. Okay, I won't spoil your fun. What is the invisible cryptid? It's the Col de Mama d'Aqua. Its name means thin whisper of sound, and that's precisely what it is. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. The Col de Mama is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Col de Mama Dakwa can also be translated as a whisper light and low. Okay. Yes, that's another translation. They're both quite lovely, aren't they? Auf jeden Fall. Although the low part is a little ironic. The Col de Mama d'Aqua makes, or rather is, such a high-pitched sound that other animals, including humans, can't hear it. It could be everywhere, all of the time. Ich frage mich, wie wir es dann erkennen sollen. Fine, I'll bite. How can an animal be a sound? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Gucken wir uns einmal um. It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Was für Belege gibt es, dass dieses Tier ein Ton ist? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 1920s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds,
We're trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Ob das was mit der Stille zu tun könnte in der Kirche? Ich glaube nicht, aber es ist interessant. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest pitched bat calls. They realized that they had discovered a new species and called it the Koldumama, after the Paracanassian name for the voice of God, which is said to be very silent. Episch. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Wie beeindruckend ist, wie viel Voice hier vertont ist in dem Spiel. Es gibt so viele Dialoge und so viele führen einen gar nicht weiter. Und trotzdem ist es großartig. Sequester, Time, Joscan, those are but some of the Mamadakwa they followed individually. Und warum hat der Mama Dakwa solche Angst vor uns? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. Okay. They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadakwas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? Psst. They cancel each other out. Aha, und dann sterben die wahrscheinlich. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between. It's impossible to confirm the presence of any stable Koltamamadakwa population anywhere. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I like the story, though, ma'am. I'm glad you did, dear. What about what? Okay, der gefährlichste. Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. Aber Kim, haben Sie etwa kein Interesse an einem weiteren Kryptiden? Okay, reden wir erstmal über etwas anderes. Ja, es wäre unehrenhaft, sich nicht an sein Wort zu halten. He nods approvingly. Okay, Leute, mehr dürfen wir nicht hören über die Kryptiden. Haben wir dadurch einen neuen Check bekommen? Ich denke nicht. Hello. Schade. Lena and I were just discussing the design of the new trap. Wir haben einen Punkt in Beherrschung investiert. Hi again, Gendarme. Und damit können wir die Probe hier nochmal machen. Ich glaube, das wird nichts. 8%. It's the sports. He's a sports guy. All about that physical prowess and athletic skill. Nothing. Bye-bye, Gendarme. Wieder einmal fehlgeschlagen. Doch wir geben nicht auf und gucken nochmal ganz kurz in unser Buch, was wir Neues an Beherrschungsproben haben. Jetzt sind wir ganz unten scheinbar. Und die Sachen, die wir wahrscheinlich weiß leuchten, haben wir noch nicht, können wir nochmal machen. Denke ich mal. Irgendwie mit der Kartenwand wusste ich nicht mehr, wie man mit der interagieren kann. Würde ich eigentlich gerne. Auch wenn das mit dem beachtlich schwer wird. Komm, haben wir doch irgendwas mit Beherrschung? Oh, René Arnox. Das könnten wir nochmal machen. Ich hoffe, es war keine rote Probe. Und hier haben wir auch noch mit Annette. Oh, interessant. Wir haben 2 neue Checks. Die würde ich gerne beide machen.
Auch wenn unsere Chancen da echt gering sind. Ich glaube, wir haben auch kein Item gesehen, was wir theoretisch noch kaufen könnten, auch wenn wir knapp bei Kasse sind. Unsere innere Stimme. Was that? Could it be the Coldamama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. Wirklich pfeift da etwas? Und wir haben einfach mal diesen dicken Ghetto-Blaster neben unserem Ohr. Ist da echt was? There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. Vielleicht müssen wir diesen Vogel fangen. Honestly, your ear isn't hearing a whole lot. The distant hum of the industrial harbor, the traffic. But, admittedly, there is a high-pitched noise somewhere there too. But then, isn't there always? Hören wir genau hin. There it is again. You're about to rediscover a long-lost species. Lauschen wir weiter. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Okay. Keep still. It might perch on your shoulder. Du hältst ganz still und hoffst, dass der Vogel auf deiner Schulter landet. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go after it. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Nein, bitte komm zurück! Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Oh, geil. Wow. Ein neuer Gedanke. Den machen wir, egal was es auch ist. Was sehen wir hier? Ich bin mir nicht so ganz so sicher. Es sieht irgendwie aus wie so ein Vogel. Das andere ist eine Schlange? Was ist da drumrum? Ich sehe es nicht so ganz genau. Kein Bonus, 7 Stunden. Du hast ihn gehört, den mysteriösen Koldo Magwak. Klingt wie eine Ente. Da bist du dir sicher. Nun ja, vielleicht nicht ganz so sicher. Aber sagen wir, du hoffst es. Denn das wäre was ganz Besonderes. Der einzige Mensch, der diesen unsichtbaren, körperlosen Vogel hören kann. Dieses lebhafte Flüstern, dieses Klangpartikel. Muss weiterhin die Ohren spitzen. Sperr die Ohren auf. Geil. Wir haben nur noch 3 Optionen frei, scheinbar. Und ich guck mal ganz kurz, wie viele Skillpunkte wir haben. Wir haben keinen Skillpunkt mehr über. Wir sind aber nicht mehr weit weg vom Level Up. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, noch 2 Skillchecks zu machen. Und da unten ist scheinbar eventuell eine Spur auf den Kopf. Angst vor dem Fluch, Beherrschung, 43%. Versuchen wir's. The girl Nice. keeps her hands folded, hidden. Why is that? Wait! Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, was wir da überhaupt machen. Egal, mal gucken. Warum faltest du deine Hände? What do you mean, sir? Dass sie auf der Hut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin hier, um zu helfen. Du kannst sie mir zeigen. Eigentlich will ich gar nicht schlussfolgern. Immer wenn ich das mache, kommt jemand zu Schaden. Ich bin hier, um zu helfen. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. She doesn't want to show them. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. Ist schon in Ordnung. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Du kaust an den Nägeln. And you knew this from me keeping my hands folded? Ja, es gab noch ein paar andere Hinweise. Für einen Detective, für mich ist das ein Kinderspiel. Es gab noch ein paar andere Hinweise. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. Sie sieht dich voller Trotz an und ist unbeeindruckt. Willst du noch mehr? Ich kann herausfinden, warum du an den Nägeln kaust. Mir kommen da ein paar Ideen. Meinst du gut, mach es besser, schlussfolgere etwas über mich. Ich will das hören. You're quite sober. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. The lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely not flinching. It takes effort. Warte mal, woher weißt du, dass ich das sonst nicht bin und mir könnte es kaum besser gehen? Außerdem bin ich traurig und habe Kopfschmerzen. Und mir könnte es gar nicht besser gehen. I sure hope you are, sir. There she stands, swaying on her feet, assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar. Somehow. There's something you're missing.
shit. Suggestion. Irgendwas entgeht mir hier. Warum kommt hier die Situation so bekannt vor? Wir gucken mal, ob wir was für Suggestion haben. Minus-Suggestion. Empathie. Alles Empathie. Suchen aber Suggestion. Haben wir schon unser Suggestions-Equipment an? Ich tausche mal eben die Schuhe. Ja, haben wir schon an. Okay, versuchen wir's. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? You have absolutely no idea. Shit. Familiar? How? You must have forgotten something you heard again. Schade. Okay. Weiter geht's. Gucken wir uns an, was hier ist. Da unten ist irgendwas. Toll. Ich gehe näher ran. Toll. Vielleicht dankt uns der Briefkasten, weil wir einen Brief abgeschickt haben. The dented yellow mailbox greets you with its graffiti and bullet holes in the front. Briefkasten. There is a hollow ring as you kick the box. It sounds like it's mostly empty. Your toe hurts now. Your toe has suffered damage. It hurts. Cool. You really showed that mail collection box. He does not actually think it's cool. If anything, the lieutenant feels sorry for the poor box. He's leaning in to inspect the layers of graffito that deface it. Ach, das war sarkastisch gemeint, kapiert. In Wirklichkeit war es eine fiese Nummer. Du reibst dich am C. Sie finden das lässig? I don't. Okay. Let's go. Naja, wir könnten es ja mal versuchen. Auf zum Veteranen. Hier haben wir noch einen Beherrschungscheck. Vigilance Officer, what can this old carabinier do for you? Oh Gott, das schaffen wir niemals. Kommt es, dass dieser alte Soldat so stolz ist? Still, all you see is an old soldier refusing to replace his uniform with a civilian attire. Anything else I can assist you with, officer? We still have a gate. So. Heißt das jetzt wirklich, dass wir warten? Ich glaube schon. Bis 22 Uhr, bis unsere 2 Aufträge sich erfüllen. Ich werde nochmal mir alles durchsehen, durchschauen, ob mir noch irgendwas einfällt, was wir sonst noch machen könnten. Ansonsten würde ich ans Warten gehen und dann in der nächsten Folge um 22 Uhr starten, wenn wir dann zum Treffen der Kommunisten gehen und an den Fluss, um unseren Revolver zurückzukriegen. Ich bin gespannt, wie die Sachen laufen werden. Ich lasse die Gesundheit einführen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst ein Follow da und bis dahin, euer Dungeon Frog. Tschüss.